So klingt das, Legato-Technik. Und jetzt zeige ich euch im Detail, wie es funktioniert. Bleibt dran. Modern Guitar School ist online. Ich grüße euch ganz herzlich. Mein Name ist Christian Moser. Ich bin seit über 30 Jahren Profi-Gitarrist und möchte euch heute was über die Legato-Technik erzählen. Das Wort Legato stammt aus dem Italienischen, wie ganz viele musikalische Fachbegriffe. Es kommt vom italienischen Verb legare, was so viel wie verbinden heißt. In der Musik bedeutet das, dass die Töne fließend miteinander verbunden werden, also ohne dass eine Lücke dazwischen entsteht. Mit der Legato-Technik könnt ihr wunderbar sehr schnelle und sehr flüssige Läufe spielen. Ihr müsst nicht mehr mit der rechten Hand jeden Ton anschlagen, habt also nicht diesen Pick-Attack und dadurch erzeugt man eine gewisse Flüssigkeit in den Runs, wie ihr es vorhin gehört habt im Intro-Solo. Kurz gesagt, Legato bedeutet also ein flüssiges, gebundenes Spiel. Vielleicht fragen sich jetzt manche, ja, wie soll ich denn jetzt spielen? Soll ich Legato spielen, also gebunden, oder soll ich lieber jeden Ton anschlagen? Es ist Geschmackssache. Hört euch mal den Unterschied an. Ich spiele mal aufwärts mit Legato. Und nun das gleiche nochmal mit angeschlagenen Tönen. Legato. Angeschlagen. Ja, also ihr hört ganz deutlich einen Unterschied von der Tonqualität. Bei den Anschlägen habt ihr jedes Mal natürlich den Pick-Attack. Spielt ihr Legato, fällt dieser Pick-Attack weg und es klingt ein bisschen gebundener, ein bisschen flüssiger. Ist jetzt letztendlich Geschmackssache. Wollt ihr diesen aggressiven Pick-Attack à la Paul Gilbert oder wollt ihr lieber diese flüssige Bindung à la Van Halen, Joe Satriani, Brad Gast, Alan Holdsworth? Also es ist Geschmackssache. Es gibt nicht richtig oder falsch. Ihr müsst entscheiden, wie euch die Tonqualität besser gefällt. Okay, gehen wir mal zur eigentlichen Technik. Ich zeige euch meine Lieblingsübung für Legato. Das ist die A-Moll-Scale von dem Ton E aus. B-Seite 5. Bund. Ich blende das euch auch mal hier ein. Und ihr schlagt nun diesen Ton im 5. Bund an und hämmert mit eurem Mittelfinger in den 6. Bund und mit dem kleinen Finger in den 8. Bund. Ja, also wie der Name schon sagt, Hammer on. Der Finger muss richtig draufknallen, um einen guten Ton zu erzeugen. Das gleiche macht ihr dann auf der dünnen E-Seite von 5 nach 7 nach 8. Im Zusammenhang. Das sind die sogenannten Hammer-Ons, so nennt es sich, wenn es aufwärts geht, also wenn die Töne immer höher werden. Spielt ihr abwärts, sind es die sogenannten Pull-Offs. Das zeige ich euch auch mal. Ihr startet im 8. Bund, also beim höchsten Ton der Sequenz von eben. Ihr schlagt an, habt aber Ringfinger und Zeigefinger schon liegen. Und nun reißt ihr nacheinander den Finger nach unten weg. Ja, also das Wegreißen führt zu dem nächsten Ton. Ihr müsst euch das Wegreißen wie einen Anschlag vorstellen. Ja, der Finger reißt die Saite an und sie fängt an zu schwingen. Das gleiche dann auf der B-Seite von 8. Bund. Mal langsam im Zusammenhang. Da werde ich häufig von Schülern gefragt, wenn du auf die B-Seite gehst, legst du dann alle Finger gleichzeitig um? Nein, mache ich nicht. Während der 8. Bund auf der B-Seite klingt, nehme ich die Finger rüber, den Mittelfinger und den Zeigefinger, und in der Klingdauer von diesem 8. Bund, dem Ton G, setze ich die Finger um. Schaut mal ganz langsam. Ja, die allgemeine Handhaltung ist auch total wichtig. Versucht das nicht so zu machen in der, ich sage mal, Blues-Haltung. Das ist wunderbar so für dreckige Pentatonik-Sachen, wenn man mit dem Daumen hier oben abdämpfen muss. Aber ihr braucht ja Spannweite und ihr braucht Kraft und Kontrolle. Und das bekommt ihr besser, wenn ihr mit dieser Haltung spielt. Ja, Daumen ist auf der Halsrückseite. Ja, so sieht das Ganze aus hier.
So, machen wir es nochmal ganz langsam. Abwärts. Und aufwärts. Auch nicht zu viel Druck verwenden. Ja, es ist eigentlich kein großer Kraftaufwand nötig, wenn ihr richtig trefft. Richtig treffen bedeutet mit der Spitze von eurem Knochen. Hört sich ein bisschen eklig an, aber das ist natürlich der Druckpunkt, mit dem ihr den meisten Druck auf die Seite bringen könnt. Und wenn ihr euch verkrampft, ihr wisst ja, erstmal Kaffee. Da geht's gleich besser. Coffee Break. Kurze Erklärung auch, warum ich diesen kleinen Ausschnitt wähle. Ihr habt in diesem Ausschnitt einmal die Kombination Zeigefinger, Mittelfinger auf der B-Seite, dann zum kleinen Finger. Und auf der dünnen E-Seite habt ihr die Kombination Zeigefinger, Ringfinger, kleiner Finger. Ja, also beide Kombinationen der Finger, die ihr auch im Spielalltag immer wieder findet, ist in dem kleinen Segment involviert. Und deswegen ist es eine perfekte Übung, um eure Motorik und eure Kraft an den Start zu bringen. Ich habe dieses kleine Segment früher sehr viel geübt, wirklich monatelang. Und es hat meiner Legato-Spielweise und meiner ganzen Motorik unheimlich viel gebracht. Ich kam darauf, das so zu üben in einem kleinen Segment von einem Tipp von Paul Gilbert. Er sagte, übt kleine Segmente und erst später, wenn es läuft, geht durch die ganze Tonleiter. Okay, kommen wir zum nächsten entscheidenden Punkt, die Gleichmäßigkeit. Ein Legato-Lick klingt nicht gut, wenn ihr es ungleichmäßig spielt. Ja? Es bekommt erst seine Schönheit durch gleich lange Töne. Übrigens nochmal kurz zum Anschlag. Ich mache ein Inside-Picking, also einen Aufschlag auf der B-Seite und einen Abschlag auf der E-Seite. Seht ihr aber auch in der Tabulatur. Um das gut üben zu können, habe ich euch mal eine schöne strukturierte Übung gemacht von Achteln bis Sechzehntel Triolen, die ich euch jetzt hier mal zeige. Wenn ihr das genauso zu Hause üben wollt, es gibt unter dem Video einen Link, da könnt ihr euch die Guitar Pro-Datei oder eine PDF-Datei und auch die Backing-Tracks und den Track runterladen. Also schauen wir mal rein. Wenn dein Legato zu ungleichmäßig klingt, liegt das häufig an zu viel Druck in der linken Hand. Also mach dich etwas locker und wenn es gar nicht läuft, erstmal Kaffee. Coffee Break. Ja, jetzt. Jetzt kommt noch einer der wichtigsten Tipps in diesem Video, nämlich die Saitendämpfung. Ich spiele das Lick mal ohne Dämpfung. Ja, und ihr hört, absolut unbrauchbar. Jetzt dämpfe ich mit der linken Hand. Okay, wie funktioniert das? Ich nehme meinen Zeigefinger, lege ihn etwa in einer 45 Grad Neigung auf den Ton 5. Bund B-Seite, der Ton E.
Somit berührt er die dünne E-Saite, die darunter liegt. Oben drüber, die leere G-Seite, berühre ich mit meiner Fingerkuppe. Der Zeigefinger dämpft also beide benachbarten Seiten weg, die G-Seite darüber mit der Kuppe, die E-Seite darunter durch die schräge Haltung des Zeigefingers. Ihr könnt das Lick also jetzt spielen, völlig ohne Nebengeräusche. Das ist ein Punkt, den viele Schüler von mir zur Verzweiflung bringen und der eigentlich nie richtig im Netz hier erklärt ist. Also eine ganz einfache Methode, man muss halt nur wissen, wie. Wunderbar, da würde ich sagen, wir sind mal wieder durch. Sollte euch der Workshop irgendwelche verwertbaren Impulse gegeben haben, der euer Spiel verbessert, seid so gut, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal, drückt die Glocke. Das wäre eine schöne Art und Weise, mir etwas zurückzugeben für die Arbeit, denn in so einem Video stecken ungefähr 30 Stunden Arbeit und das ist schon eine Menge. Dann danke ich euch schon mal dafür. Alles klar, dann würde ich sagen, übt Legato, beginnt langsam, wie ich euch das in der schrittweisen Übung erläutert habe. Geht erst auf die nächste Ebene, wenn es wirklich sauber klingt und steigert euer Tempo langsam nach oben. Bevor ich es vergesse, ich habe es schon mal erwähnt, unter dem Video der Download für die Tabs und für die Audio-Tracks. Alles klar, viel Spaß beim Legato üben. Wir sehen uns nächste Woche und bis dahin alles Gute. Ciao.